Cristiano Ronaldo trainiert täglich mehrere Stunden, hat ein Team aus Trainern, Physiotherapeuten und einen eigenen Koch. Mit 40 spielt er noch ganz oben im Weltfußball mit. Aber brauchst du das alles, um mit über 40 fit zu sein und vielleicht sogar ein Sixpack zu haben? Die Antwort darauf ist ein ganz klares Nein. Es geht auch viel einfacher. Die Fitnessindustrie will dir weismachen, dass du ohne teure Supplemente, Hightech-Fitnessgeräte oder unzählige Stunden im Gym keine Chance hast. Doch die Wahrheit ist, es geht viel einfacher und mit viel weniger Zeitaufwand als bei Cristiano. Ich selbst bin 45 Jahre alt, habe einen zeitintensiven Job, eine Familie mit Kindern, viele Hobbys und habe trotzdem ein Sixpack. Und das Beste daran, ich habe es zu 100% auf natürliche Art und Weise und minimalem Zeitaufwand erreicht. Ohne Proteinpulver oder Proteinriegel, ohne Cardio-Marathons bzw. komplett ohne Cardio, ohne komplizierte Programme, ohne teure Geräte und ohne jegliche Supplemente wie Kreatin, Aminosäuren oder gar Steroide wie zum Beispiel Testosteron. Die gehen natürlich gar nicht und sind mega ungesund. Ein guter Freund von mir sagt immer, ich sei als Kind in den Zaubertrank gefallen, aber in Wahrheit war ich als Kind unsportlich und nicht wirklich athletisch gebaut. Das wahre Geheimnis liegt nicht in Wundermitteln, Geräten, Smartwatches oder sonst irgendeinem Mist, den die Industrie dir verkaufen will, sondern in einem simplen System, das jeder umsetzen kann, selbst mit einem vollen Terminkalender. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie auch du deine Gesundheit optimierst und dabei wahrscheinlich sogar ein Sixpack bekommst. Bevor ich dir zeige, wie du selbst gesund und fit werden kannst, lass mich kurz meine Geschichte erzählen. Ich bin Arthur, 45 Jahre alt, verheiratet und Vater von 2 Söhnen. Arne, 10 Jahre alt und Tore, 6 Jahre alt. In dem Alter halten mich die 2 Bengel ganz schön auf Trab. Die letzten 3 Jahre habe ich als CEO einer E-Commerce-Firma gearbeitet, bei Gartenmöbel.de. Davor habe ich fast 10 Jahre als Senior Manager bei Amazon gearbeitet, mit sehr viel Reisetätigkeit. 50 bis 60 Arbeitsstunden pro Woche sind mir und meiner Familie also nicht fremd. Durch die stetig größer werdende berufliche und familiäre Verantwortung ist es für mich immer schwieriger geworden, Sport zu machen. Aus diesem Grund habe ich für mich eine Strategie entwickelt, die mir dabei hilft, trotz aller Verantwortung und der zeitlichen Einschränkungen aktiv, gesund und fit zu bleiben. Mit nur knapp 3 Stunden Trainingszeit pro Woche schaffe ich es im Alter von 45 Jahren nicht nur fit auszusehen, sondern auch aktiv und gesund zu sein. Ob beim Wakeboarding, Basketball oder im Trampolinpark mit meinen Söhnen Arne und Tore. Mein sehr einfacher Ansatz basiert auf 3 Säulen. 1. 100% natürliche Lebensmittel, komplett ohne Supplemente. 2. Effizientes Training ohne Schnickschnack. Und 3. Cleveres Zeitmanagement. Und das Beste daran ist, es funktioniert auch für Menschen mit einem vollen Terminkalender. Aber bevor ich dir mein exaktes System verrate, lass uns kurz über die größten Mythen sprechen, die uns die Fitnessindustrie verkaufen will. Mythos Nummer 1 sind Supplemente wie zum Beispiel Proteinpulver oder Whey-Protein für Muskelaufbau etc. Die Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist ein gigantisches Geschäft mit schwindelerregenden Zahlen. Das Marktvolumen in 2024 lag bei 186 Milliarden US-Dollar global. Die Prognose bis 2037 liegt bei 551 Milliarden, also mehr als einer Verdopplung und einem Wachstum von 8,7% pro Jahr. Die Hauptumsatztreiber sind Vitamine, Proteine, Aminosäuren, was man eigentlich gar nicht braucht. Parallel explodieren auch andere Fitnessmärkte. Home-Fitnessgeräte mit irgendwelchen speziellen Funktionen. Hier liegt der Markt bei 20 Milliarden US-Dollar in 2025. Oder Wearable Technology, voraussichtlich 70 Milliarden US-Dollar bis 2030. Ich weiß auch selbst, ohne Smartwatch, ob ich gut oder schlecht geschlafen habe. Das lenkt einfach nur ab und bringt keinen positiven Effekt. Die unbequeme Wahrheit ist aber, diese Industrie lebt davon, dir Produkte zu verkaufen, die du nicht brauchst. Überall werden wir mit Werbung für Proteinpulver, Fettburner, Aminosäuren, Kreatin, Vitamine und anderen Mist bombardiert. Doch für den durchschnittlichen Menschen, der einfach nur gesund, fit und athletisch sein möchte, sind diese Produkte komplett überflüssig. Studien belegen auch, dass die meisten Menschen in Deutschland bereits mehr als genug Proteine über ihre normale Nahrung aufnehmen. Selbst für gezielten Muskelaufbau reichen natürliche Proteinquellen wie Eier, Fleisch, Fisch oder Hülsenfrüchte komplett aus. Studien dazu packe ich unten in die Videobeschreibung. Zudem sind natürliche Proteinquellen günstiger und deutlich gesünder als künstliche Supplemente. Mach dir eines bewusst, es gibt keine Abkürzungen zum Erfolg. Wir Menschen suchen ständig nach dem einfachen Weg. Doch in Wahrheit bezahlen wir für vermeintliche Abkürzungen oft mit unserer Gesundheit, unserem wertvollsten Gut. Denn jeder sagt, die Gesundheit ist das Wichtigste. Denk dran, ein todkranker Milliardär würde sein gesamtes Vermögen für Gesundheit eintauschen. Warum? Weil Gesundheit das wertvollste Gut ist, das wir alle besitzen. Und sie lässt sich nicht kaufen. Du brauchst keine teuren Pulver, Pillen oder Riegel, um fit zu werden. Stattdessen solltest du dein Geld und deine Zeit in das investieren, was wirklich zählt. Echte Bewegung und eine ausgewogene und vor allem natürliche Ernährung.
Aber Supplemente sind nur ein Teil der großen Fitnessmythen. Kommen wir zum nächsten. Mythos Nummer 2: Du musst stundenlang auf dem Laufband schwitzen, um Fett zu verbrennen und ein Sixpack zu bekommen. Die Wahrheit ist aber, Krafttraining ist der Schlüssel. Es ist nicht nur effizienter für die Fettverbrennung, sondern kurbelt deinen Stoffwechsel auch nach dem Training noch stundenlang an, der sogenannte Nachbrenneffekt. Mein Ansatz ist radikal einfach. Kurze, intensive Trainingseinheiten von nur 30 bis 35 Minuten kombiniert mit alltäglicher Bewegung. Cardio 0 Minuten pro Woche. Und das Ergebnis, ich denke, es spricht für sich im Vergleich zum typischen Dad-Bod. Aber das ist nur ein weiterer Mythos, den uns die Fitnessindustrie verkaufen will. Die nächste Lüge wird dich vielleicht noch mehr überraschen. Mythos Nummer 3 dreht sich um die Ausrüstung. Die Fitnessindustrie will dir einreden, dass du ohne teures Equipment keinen Erfolg haben kannst. Früher war ich selbst Stammgast im Fitnessstudio, liebte die Atmosphäre und die neuesten Geräte. Doch als die Zeit durch Familie und Job knapper wurde, musste ich meine Strategie einfach radikal ändern. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe mir ein spartanisches Studio in meiner Garage eingerichtet. Am Anfang nur mit Kurzhanteln und einer Matte. Heute sieht mein spartanisches Garagengym etwas komplexer aus, aber viel ist da drin auch nicht, wie du in dem Bild siehst. Prinzip Kurzhanteln, ein Rack, eine Langhantel, ein paar Hantelscheiben und das war es auch schon. Die Wahrheit ist, es sind nicht die Hightech-Maschinen oder teuren Geräte, die dich ans Ziel bringen. Es ist die Konsistenz, also wirklich das Dranbleiben, das den Unterschied macht. Mein Setup beweist, du kannst mit minimalem Equipment maximale Ergebnisse erzielen. Alles, was du wirklich brauchst, ist der Wille, anzufangen. Für alle, die es genau wissen wollen, die wenige Fitnessausrüstung, die ich tatsächlich nutze und empfehlen kann, habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Und denk daran, was David Goggins sagt: It's hardest when nobody's watching. Auf Deutsch, es ist am schwierigsten, wenn keiner zuschaut. Und nun kommen wir endlich zu meinem einfachen, aber effektiven Trainingsprinzip, das du sofort umsetzen kannst. Nun endlich zu meinem 33-Minuten-Trainingsprinzip. Maximale Ergebnisse in minimaler Zeit. Warum ausgerechnet 33 Minuten? Als Informatiker habe ich eine Vorliebe für die Ziffer 3. Aber der wahre Grund ist pragmatisch. 33 Minuten sind kurz genug, um sie selbst in den vollsten Terminkalender zu integrieren, aber lang genug, um wirklich effektiv zu trainieren. Da ich kein Fan von starren Trainingsplänen bin, habe ich vor ein paar Jahren selbst nach einer intelligenten Lösung gesucht, die mein Training protokolliert und für Ausgewogenheit bei den Muskelgruppen sorgt. Der wahre Grund war eigentlich, dass ich immer vergessen habe, was ich am Vortag trainiert habe, aber sagt es nicht weiter. Spaß beiseite. Die meisten trainieren zu einseitig, zum Beispiel viel Brust und Bizeps, während die Beine vernachlässigt werden. Bei meiner Recherche entdeckte ich Fitbod, eine App, die sogar mehr macht, als ich eigentlich wollte. Du kannst dort ein individuelles Ziel auswählen, von Krafttraining bis Fitness, kannst auswählen, welches Equipment du hast, von gar nichts, also nur Körpergewicht, bis hin zu einem voll ausgerüsteten Fitnessstudio. Und du kannst Parameter anpassen, wie zum Beispiel die Frequenz, wie häufig möchtest du trainieren, die Dauer, wie lange möchtest du pro Einheit trainieren und die Intensität. Also wirklich individuell auf deine Bedürfnisse angepasst. Eine kleine Randnotiz an dieser Stelle: Ich finde die App wirklich gut und teile hier meine authentische Erfahrung, ohne irgendwelche Verbindungen zu den Machern der App. Das Geniale an Fitbod ist, die App erstellt täglich neue, auf dich zugeschnittene Trainingspläne, überwacht die Muskelregeneration und bringt systematische Abwechslung ins Training. Du kannst sogar ohne jegliches Equipment starten. Nun aber zur Zusammensetzung meiner 33-minütigen Trainingsroutine in Fitbod. Zum Aufwärmen mache ich immer 3 Minuten Seilchenspringen. Das wärmt den ganzen Körper auf, die Arme, die Beine, den ganzen Körper im Prinzip. Hier kannst du auch alternativ Jumping Jacks machen für Anfänger, wenn du nicht gut Seilchen springen kannst. Dann im Hauptteil mache ich 30 Minuten, 4 Grundübungen, Krafttraining in Supersets. Superset 1 ist Übung 1 und Übung 2, jeweils 4 Sätze. Und Superset 2 sind Übung 3 und Übung 4 mit jeweils 3 Sätzen. Supersets sind nichts anderes als 2 Übungen direkt nacheinander zu machen und erst dann Pause. Konkretes Beispiel: Du machst Übung 1, dann sofort Übung 2, 1 Minute Pause, dann wieder Übung 1 und Übung 2, wieder 1 Minute Pause und so weiter, bis alle 4 Sätze oder 3 Sätze abgeschlossen sind. Mein Wochenziel sind 5 Trainingseinheiten à 33 Minuten, jede Woche. Letztes Jahr habe ich dieses Ziel leider nicht ganz erreicht, aber ich kam auf 216 Workouts, wie du hier im Fitbod-Screenshot sehen kannst. Das entspricht durchschnittlich 4,15 Trainingseinheiten pro Woche, trotz meiner Position als Geschäftsführer, einem vollen Terminkalender und zahlreicher Reisen sowohl beruflich als auch privat. Perfekt war es also nicht, aber konsistent genug, um sichtbare und vor allem gesundheitlich fühlbare Ergebnisse zu erzielen. Und genau darauf kommt es an. Die wichtigste Erkenntnis ist: Beim Training zählt nicht die Perfektion,
sondern die Konsistenz, also wirklich das Dranbleiben. Lieber 5 kurze Einheiten pro Woche als einmal am Wochenende 3 Stunden schwitzen gehen. Manchmal frage ich mich selbst, warum mache ich das alles? Die Antwort ist simpel. Ich tue es für mein wertvollstes Gut, meine Gesundheit. Und genau das solltest du auch tun, denn ohne Gesundheit ist alles andere bedeutungslos. Aber vergiss nicht, Training ist nur ein Teil der Gleichung. Kommen wir jetzt zum Thema natürliche Ernährung ohne Schnickschnack, wie schon vorhin im Video angeschnitten. Ernährung ist der Schlüssel zu jedem Trainingserfolg. Sie macht 70 bis 80% aus. Das hörst du nicht gerne, aber es ist einfach die Realität und keine Übertreibung. Du kannst so hart trainieren, wie du willst, aber ohne die richtige Ernährung bleiben die Resultate einfach aus. Meine eigene Erfahrung spricht eigentlich Bände. Krafttraining mache ich schon seit über 30 Jahren, aber erst mit über 40 in den letzten 2 Jahren habe ich es geschafft, ein Sixpack zu bekommen. Der Unterschied war ganz einfach. Eine radikal einfache Ernährungsumstellung. Vergiss komplizierte Diätpläne und ständiges Kalorienzählen. Was du stattdessen wirklich brauchst, ist ein einfaches System mit klaren und vor allem dauerhaft umsetzbaren Regeln. Bei der Ernährung halte ich mich strikt an meine festgelegten Prinzipien. Prinzip Nummer eins: 2 Mahlzeiten am Tag. Ich esse wirklich nur 2 Mahlzeiten. Mittagessen meistens gegen 12:30 Uhr und Abendessen gegen 18:30 Uhr. Frühstück lasse ich komplett aus. Das Thema habe ich aber auch schon in einem anderen Video behandelt, was ich dir am Ende dieses Videos auch verlinken werde. Ich esse zwischen den 2 Mahlzeiten absolut keine Snacks. Nicht einmal ein Bonbon, auch nicht ohne Zucker, keinen Kaffee mit Zucker oder sonst etwas, nur ungesüßte Getränke, primär Wasser oder vielleicht mal Tee, aber wie gesagt, ungesüßt und schon gar kein Schrott wie Cola Light. Mein zweites Ernährungsprinzip basiert auf natürlichen Lebensmitteln statt industrieller Produkte. Ich esse Low Carb, High Fat und High Protein. Ja, High Fat, denn nicht Fett macht uns fett, sondern die Kohlenhydrate. Meine Mahlzeiten bestehen aus Proteinquellen wie Eiern, Fleisch, Fisch, aber auch Käse. Dann aus gesunden Fetten wie Avocados, Nüssen, Olivenöl und auch viel Gemüse für die Ballaststoffe und die Mikronährstoffe. Dann fokussiere ich mich auch auf natürliche, unverarbeitete Lebensmittel. Hier habe ich 2 einfache Faustregeln für mich geschaffen. Wenn ich eine Zutat auf der Zutatenliste auf der Verpackung nicht kenne, dann lasse ich die Verpackung stehen. Eine Verpackung als solche ist eigentlich schon ein gutes Indiz dafür, dass es verarbeitete Nahrung ist. Wenn es das Lebensmittel vor 200 Jahren noch nicht gab, dann stufe ich es auch als ungesund ein, denn höchstwahrscheinlich ist es von der Industrie geschaffen und nicht wirklich gut für unsere Gesundheit. So beantworte ich mir auch die Frage, ob Cola Light ungesund ist, denn hier gibt es viele Studien und Aussagen und die sind sehr widersprüchlich, aber im Endeffekt kann ich mir selbst beantworten, gab es Cola Light schon vor 200 Jahren? Die Antwort ist nein, also stufe ich es als ungesund ein und trinke es nicht. Nächstes Thema: keine Supplemente oder Nahrungsergänzungen. Weder Proteinpulver, Fettburner, Aminosäuren, Kreatin oder Vitamine, wirklich nur echte Nahrung. Wenn wir uns natürlich ernähren, können wir alle Stoffe über die Nahrung aufnehmen und brauchen keine Pillen, Brausetabletten oder sonst irgendeinen Schwachsinn. Und nein, ich bin kein Asket, der auf alles im Leben verzichtet. Ich gönne mir durchaus mal ein Stück Kuchen, eine Pizza oder ein Bier, manchmal auch ein, zwei, 12. Der Schlüssel ist jedoch, 80 bis 90% meiner Ernährung bleiben sauber. So erziele ich langfristig Ergebnisse ohne Diätstress, denn Diäten sind zum Scheitern verurteilt, jede Diät. Was du brauchst, ist eine dauerhaft umsetzbare Strategie. Übrigens, das Wort Diät wird im Deutschen oft komplett falsch interpretiert. Es wird mit Verzicht und temporären Einschränkungen assoziiert, wie bei der Kohlsuppendiät oder einer Saftkur oder sonst irgendeinem Schwachsinn, den sich die Industrie hat einfallen lassen. Dabei bedeutet Diät ursprünglich einfach nur die Art und Weise, sich zu ernähren. Es geht also nicht um kurzfristige Maßnahmen, sondern um deinen langfristigen Ernährungsstil. Ernährung ist eine Frage der Prioritäten. Oftmals höre ich leider: „Du verzichtest ja auf alles und hast keinen Spaß mehr im Leben.“ Dann frage ich zurück: „Worauf sollte ich lieber verzichten? Auf meine Gesundheit oder auf Junkfood?“ Viele entscheiden sich unbewusst gegen ihre Gesundheit mit der Einstellung: „Man muss ja sowieso sterben.“ Die wichtigere Frage ist aber: Willst du mit 40, 50, 60, 70 oder noch drüber hinaus topfit sein, oder möchtest du täglich Medikamente schlucken, wie die Mehrheit der älteren Generation heute, körperlich eingeschränkt sein und Lebensqualität verlieren und mit den psychologischen Folgen schlechter Ernährung und Bewegungsmangel kämpfen? Für mich ist die Antwort klar: Ich bleibe topfit, physisch und psychisch. Wie der Dalai Lama treffend sagte: „Um einen gesunden Geist zu haben, braucht man einen gesunden Körper“ und umgekehrt. Diese Weisheit leitet meine Entscheidungen jeden Tag.
Aber selbst mit dem besten Ernährungs- und Trainingsplan wirst du scheitern, wenn du nicht weißt, wie du die Zeit dafür findest. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Kommen wir zum sehr wichtigen Thema Zeitmanagement. Keine Zeit ist keine Ausrede. Jeder von uns hat exakt 168 Stunden pro Woche, nicht mehr und auch nicht weniger. Die Frage ist nur, wie wir diese Zeit nutzen. Schau dir mal auf deinem Smartphone an, wie lange du täglich vor dem Display hängst. Bei Google Android Smartphones heißt die App dafür Digital Wellbeing und sieht so aus. Bei Apple-Geräten findest du die Funktion Screen Time unter Einstellungen Bildschirmzeit und das Ganze sieht so aus. Die meisten Menschen verbringen täglich 3 bis 4 Stunden am Smartphone. Vermutlich auch du und auch ich bin hier keine Ausnahme, da ich recht viele Inhalte auf YouTube mir anschaue. Das sind über 20 Stunden pro Woche. Dazu kommen noch Netflix und Co. Trotzdem meint jeder, keine Zeit für Sport und gesunde Ernährung zu haben. Die Wahrheit sieht aber anders aus. Selbst wenn du 56 Stunden pro Woche schläfst, also 7 mal 8 Stunden, und 50 Stunden arbeitest, die meisten arbeiten 40 oder noch weniger, aber nehmen wir mal an, du arbeitest 50 Stunden, weil der Weg zur Arbeit zählt ja auch noch, und nehmen wir mal noch 30 Stunden für Familie und Haushalt mit dazu, dann bleiben immer noch 34 Stunden zur freien Verfügung. Wenn du jetzt noch 7-mal die Woche 3,5 Stunden, was ungefähr der Durchschnitt ist, am Smartphone hängst, bleiben immer noch fast 10 Stunden für Sport. Und du brauchst eigentlich nur 3 Stunden, also keine Ausreden. Die Zahlen sprechen für sich. Ein Trick, der mir sehr geholfen hat: Ich stelle mir den Wecker zum Schlafengehen, nicht zum Aufstehen. Wenn du zum Beispiel wie ich um 22:30 Uhr ins Bett gehst, kannst du um 5:30 Uhr aufstehen und vor der Arbeit trainieren, ohne müde zu sein. So habe ich es zum Beispiel jahrelang gemacht. Auch Geschäftsreisen oder Urlaube sind keine Ausrede. Ich buche grundsätzlich Hotels mit Fitnessraum und packe immer meine Trainingskleidung ein. 33 Minuten findest du immer, selbst bei einem sehr vollen Terminkalender. Auch die Familienzeit kannst du aktiv gestalten. Kombiniere sie mit Bewegung. Statt Tablet oder Fernsehen, gehe mit den Kindern schwimmen, zum Trampolinpark, geht Wakeboarden, spielt Fußball, Basketball, was auch immer. Treibt einfach Sport. So schlägst du 2 Fliegen mit einer Klappe. Aber jetzt fragst du dich vielleicht, ist das wirklich alles? Kann es so einfach sein? Um diese Frage zu beantworten, lass uns einen kurzen Vergleich ziehen. Vergleichen wir mein Minimax-Prinzip mit nur 5 mal 33 Minuten pro Woche mit dem eines Profisportlers. Bei einem Sixpack denken viele an Cristiano Ronaldo, der mit 40 noch einer der fittesten Athleten der Welt ist. Cristianos beeindruckende Fitness ist das Ergebnis von mehreren Stunden täglichem Training, einem persönlichen Koch für maßgeschneiderte Ernährung, einem Team aus Physiotherapeuten und Trainern, hochmodernen Regenerationsmethoden und. Ich bewundere Ronaldo zutiefst, aber sein Lebensstil ist für die meisten von uns völlig unrealistisch. Wir jonglieren mit Jobs, Familie und zahllosen anderen Verpflichtungen. Mein Ansatz für die reale Welt ist ganz simpel: 33 Minuten Training, 4 bis 5 Mal pro Woche. Einfache, natürliche Ernährung ohne Schnickschnack und ohne Zucker und ohne verarbeitete Nahrung. Clevere Integration von Bewegungen in den Alltag. Normales Fahrrad statt E-Bike oder E-Scooter, was jetzt so hip ist. Spazieren gehen statt Netflix, Treppe statt Aufzug, vielleicht sogar ein Bürolaufband unterm Schreibtisch. Ideen gibt es genug. Und nein, ich bin definitiv kein Profisportler und meilenweit vom Fitnesslevel eines Ronaldo entfernt. Aber im Vergleich zum typischen 45-jährigen Vati von nebenan hoffe ich, dass ich zu den fittesten 10% gehöre. Es geht nicht darum, ein Profiathlet zu werden. Es geht darum, die beste Version deiner selbst zu sein, mit den Ressourcen und der Zeit, die dir im echten Leben zur Verfügung stehen. Denn am Ende zählt nicht der Vergleich mit Profisportlern, sondern der Vergleich mit dir selbst von gestern. Klingt alles sehr anstrengend, oder? Kommen wir zur Motivation. Jetzt mal ehrlich, wie oft hast du schon gesagt, Gesundheit ist das Wichtigste, gerade wenn jemand anders mal krank geworden ist. Aber wie oft hast du auch danach tatsächlich gehandelt? Tust du wirklich was für deine Gesundheit? Der Alltag vieler Menschen sieht erschreckend ähnlich aus. Morgens schnell ein zuckerhaltiges Frühstück, Brötchen mit Nutella oder Cornflakes, 30 bis 60 Minuten sitzend im Auto zur Arbeit, 8 Stunden oder mehr im Bürostuhl festgewachsen, wieder ins Auto und nach Hause, abends erschöpft auf die Couch und Netflix, zwischendurch Fastfood oder Mikrowellen-Fertiggerichte, 3 bis 4 Stunden täglich am Smartphone verschwenden, chronischer Schlafmangel und morgen exakt dasselbe Programm. Und dann wundern wir uns ernsthaft, warum wir ständig müde sind, kontinuierlich Gewicht zulegen und immer mehr gesundheitliche Probleme bekommen. Die harte Wahrheit ist, es gibt keine magische Pille, kein Wundermittel und keine Ausrede, die gut genug ist. Wenn du etwas verändern möchtest, musst du es einfach tun. Was mich zu meinem Lieblingsslogan bringt: Just do it. Wenn ich es als Ehemann, Vater von 2 Kindern, mit Stress im Job und im Alter von 45 Jahren schaffen kann, kannst du es definitiv auch.
Sei hartnäckig, verzeih dir Rückschläge. Du musst kein Superheld sein, um in Form zu kommen. Aber du musst anfangen, heute und jetzt. Fassen wir kurz zusammen, was du brauchst, um dich mit über 40 fitter denn je zu fühlen und vielleicht sogar ein Sixpack zu bekommen. 1. Training. 33 Minuten, 4 bis 5 Mal pro Woche. Fokus auf effektives Krafttraining. Keine teuren Geräte nötig, du kannst mit deinem Körpergewicht arbeiten, komplett ohne Geräte. Nummer 2. Ernährung. 2 Mahlzeiten täglich, nicht mehr, nicht weniger. Keine Zwischenmahlzeiten, kein Zucker, keine verarbeiteten Produkte. Ernähre dich Low Carb, High Fat und High Protein. Natürliche Lebensmittel statt industrieller Produkte. Hierzu könntest du dir auch mein Video zum Thema Herz- und Kreislaufgesundheit ansehen, das ich dir auch am Ende verlinken werde. Und ganz wichtig, keine Supplemente. Setze wirklich nur auf die Natur. Nummer 3. Zeitmanagement. Setz dir klare Prioritäten. Richte eine feste Routine für dein Training ein. Trainiere immer vor der Arbeit oder sofort nach der Arbeit oder wann auch immer es am besten zu deinem Alltag passt. Aber mach es immer zur gleichen Zeit. Stell dir den Wecker zum Schlafengehen, nicht zum Aufstehen. Und integriere Bewegung in deinen Alltag clever. 4. Und da sind wir beim wichtigsten Punkt, Disziplin. Konsistenz schlägt Perfektion. Kleine Schritte führen zum großen Ziel. Wie Lao Tse vor über 2500 Jahren sagte, eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt. Der beste Zeitpunkt, um anzufangen, war vor 20 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist heute. Schreib mir gerne unten in die Kommentare, was dein größtes Hindernis ist, um fit zu werden. Vielleicht kann ich dir in einem zukünftigen Video helfen. Abonniere meinen Kanal für mehr Tipps zu Gesundheit, Finanzen und Technologie, ohne die Lügen der Industrie. Teile dieses Video mit jemandem, der ständig sagt, ich habe keine Zeit für Sport. Nächste Woche kommt ein neues Video. Entweder mein erstes zum Thema Finanzen oder vielleicht über Computerspiele, Dark Patterns und deren Einfluss auf Kinder. Also bleib dran und denk dran, keine Zeit ist keine Ausrede. Schau nochmal auf deine Screentime. In diesem Sinne, Peace out.